Guten Morgen, liebe Vespa-Freunde, herzlich willkommen zum heutigen Video. Traumhaftes Wetter heute, es werden 20 Grad und ich habe gestern schon eine Tour gemacht mit meinem Motorrad. Heute werde ich eine mit der Vespa machen. Ich werde vielleicht gleich erstmal kurz anhalten und euch zeigen, was ich umgebaut habe. Nicht viel, aber eine Kleinigkeit. Eine Sache hört man wahrscheinlich schon. Ach, was für ein wunderschönes Wetter, das macht so einen Spaß. Endlich wieder Vespa fahren, ohne zu frieren. So, ich halte mal hier kurz an. Und zeige euch kurz, was ich umgebaut habe. Zuerst sieht man hinten, Topcase und Gepäckträger ist weg. Kriegt gleich wieder einen ganz anderen Look, bisschen kompakter. Ich mache im Augenblick keine Tour damit, von daher dachte ich mir, ach, mache ich es ab. In der Stadt brauche ich es jetzt nicht unbedingt. Und dann klappert da nichts und das Fahrverhalten wird natürlich auch ein bisschen besser. Das ist so das Erste. Das Zweite, ich habe den Arrow-Auspuff wieder dran. Das hat jetzt nicht unbedingt was nur mit dem Sound zu tun. Der ist natürlich schon ein bisschen kerniger. Hauptgrund für mich war, dass mein Originalauspuff total verrottet ist. Das ist jetzt schon mein zweiter. Der ist jetzt auch gar nicht so alt. Bei dem war hinten komplett die Farbe runter. Unten an der Vorderseite der ganze Lack abgeplatzt. Das sah wirklich ganz, ganz hässlich aus. Ich finde, der sieht sowieso schön aus hier. Gut, wenn man jetzt nicht immer zu sehr am Gas zieht, ist er auch nicht so laut. Man kann den auch leise fahren. Aber von daher, ich habe den alten erstmal runter gemacht und den hier wieder ran. Weil da muss ich wirklich sagen, das ist nicht so schön gewesen. Ich musste ihn jetzt komplett wieder abschleifen, mit Auspufffarbe irgendwie nochmal nachlackieren. Aber der sah wirklich ätzend aus, als wenn der 20 Jahre alt war. Warum die Dinger nicht halten, ich weiß es nicht. Jetzt fährt es sich natürlich gleich wieder ein bisschen anders, ohne das Topcase hinten drauf. Ich mache gleich mal hier bei 40, 50 den Rüttel-Schüll-Test und ich kann frei nicht fahren, ohne dass da was wackelt. Also für alle, die so ein Problem mit Vibrationen haben, also gerade so bei 40 bis 60, wenn man den Lenker loslässt, dass es dann irgendwie extrem anfängt zu rütteln und zu schütteln. Da gibt es meistens zwei Gründe für. Klar, erste wäre, dass das Rad nicht ausgewuchtet ist vorne. Das sollte man auf jeden Fall machen lassen immer. Zweite ist ein Windschild. Das kann auch dazu führen, dass es vorne so ein Lenkerflattern gibt. Da müsst ihr dann diese großen, schweren Gewichte hier ranmachen. Die braucht man auf jeden Fall. Und beim Topcase habe ich gemerkt, ist irgendwie die ganze Aerodynamik, das ganze Fahrverhalten anders und oftmals, wenn man das Topcase runter macht, ist das Lenkerflattern weg. Also diese drei Sachen solltet ihr überprüfen. Ich werde jetzt heute nicht so eine Monstertour machen wie gestern. Gestern bin ich wirklich 5 Stunden gefahren. Einen riesen Bogen rund um Berlin gemacht. Ich glaube, war dann nachher 300 Kilometer fast unterwegs. Das war dann schon ein bisschen anstrengend, wollte ich aber mal machen, um zu testen, wie sich mein Royal Enfield so auf einer etwas längeren Strecke fährt. War auch super, hat tollen Spaß gemacht. Und ich wollte jetzt heute ganz speziell mal wieder auf die Vespa rauf, um zu sehen, wo da der Unterschied liegt. Und das ist definitiv, es ist ein ganz anderes Fahren. Also wenn ihr selber Vespa fahrt und auch ein Motorrad habt, dann wisst ihr das ja. Vespa hat eine unglaubliche Leichtigkeit, wenn man raufsteigt. Erstmal in die Sitzposition völlig unbeschwert. Dieser gerade Sitz, der Lenker in der richtigen Position, auch für große Fahrer. Wirklich eine tolle Sitzposition. Dann Automatik, ich bin halt ein Fan, wenn man halt auch Zweirad fährt, ist so eine Variomatik oder Automatik wirklich angenehm. Weil dann kann man so durch die Gegend gleiten, man muss sich um nichts kümmern. Das ist nicht so anstrengend, also schalten kann, je nachdem wie man fährt, auch schon mal ein bisschen fordernd sein. Aber hier kannst du dich wirklich auf den Verkehr konzentrieren, auf die Landschaft. Unbeschwerte Leichtigkeit. Und das macht extrem Spaß. Also man merkt da wirklich einen großen Unterschied zum Motorrad. Und das Fahrverhalten ist ja bei einer Vespa gut, gerade wenn man halt jetzt vielleicht eine neuere hat.
Das ganz neue Modell hat ja wieder ein etwas verbessertes Fahrwerk oder wie bei meiner mit einem nachgerüsteten Fahrwerk und mit 13 Zoll. Da hat man schon ganz gute Straßenlage. Ui, hört sich schon gleich wieder ein bisschen anders an. Schöner, tiefer Klang. Achso, jetzt muss ich mich ja wieder umgewöhnen. Na, gestern mit dem Motorrad gefahren, da grüßt man natürlich jeden Motorradfahrer und man wird auch gegrüßt. Jetzt bei der Vespa sieht es meistens wahrscheinlich schon wieder anders aus, da grüßt einen kein Mensch. Das ist irgendwie so ein bisschen seltsam, weil wenn man selber auch Motorradfahrer ist, ja, dann einen Tag wirst du gegrüßt, den nächsten nicht. Kleider machen Leute, ne? Also passt beim Motorrad genauso, wenn du nicht das richtige Kleid an hast, also eine richtige Maschine unterm Hintern, sondern ein Roller oder eine Vespa, gehörst halt nicht dazu. Seltsam, seltsam. Ja, also was ich gleich merke, ist, das fährt sich jetzt ohne das Topcase schon ein bisschen besser. Ist jetzt zwar nicht viel Gewicht da hinten drauf, aber klar, Gepäckträger wiegt ein bisschen was, das Topcase wiegt was, dann der Windwiderstand, der natürlich immer auch was ausmacht. Ach, und dieses Wetter, das ist einfach traumhaft. Es gibt nichts Besseres. Also wenn man so richtig schön Stress hat oder gehabt hat und dann ist Sonne und man setzt sich auf sein Zweirad, was auch immer das ist, da kriegt man wirklich den Kopf frei. Ich mache mir dann meistens immer noch ein bisschen Musik auf den Helm und dann cruise ich einfach über die Landstraßen und da vergisst man alles. Das ist einfach so Abschalten pur. Geht vielen Leuten wahrscheinlich auch so, wenn sie wandern oder wenn sie Fahrrad fahren. Rollerfahren oder Motorradfahren hat für mich dieselbe Wirkung. Also da bin ich wirklich weit weg von allem, was einen so belastet. Und das macht Motorradfahren auch so aus. Und dazu kommt, dass es halt auch ein bisschen sportlich ist, ein bisschen diese Geschwindigkeit, die natürlich Spaß macht. Man ist an der frischen Luft. Man kriegt von seiner Umgebung mehr mit als mit dem Auto irgendwie. Da ist man ja doch immer in so einem Käfig. Ja, also wenn man so lange Pause hatte und dann wieder aufs Bike steigt, dann merkt man erstmal wirklich, wie schön das wirklich ist. Also jeder, der kein Zweirad fährt, ich kann es euch nur raten, macht es mal. Ja, und wenn ich jetzt mal so vergleiche, Vespa gegen Royal Enfield, ich habe da noch kein Video gemacht, weil ich weiß nicht, ob jetzt die Roller-Fans hier auf meinem Kanal auch Motorräder so interessieren. Aber es ist schon eine andere Sache. Die Royal Enfield hat 20 PS. Wiegt natürlich ein paar Kilo mehr, die hat so 198, die Vespa wiegt 160, Vespa hat 3-4 PS mehr und das merkt man auch, also die ist wirklich um einiges besser in der Beschleunigung. Bin gestern auch kurz dann mal so über Landstraße gefahren und ja, die 100 schafft man so okay mit der Enfield, aber darüber wird es dann schon echt haarig. Ne? Also wenn man dann mal auf 110, 115, mehr macht die dann meist auch gar nicht, bis man da dann hinkommt, das dauert dann ein Weilchen. Und mit der Vespa muss man sagen, Beschleunigung ist super. Also die zieht auf 100 ohne Probleme und dann auch 110, 120. Wenn man dann ein bisschen wartet, schafft sie auch die 130, also meine zumindest jetzt mit den Vario-Rollen und dem Tonrad. Aber wie man da hinkommt, ist schon bei der Vespa besser. Also aber alles hat so sein Flair. So eine klassische Royal Enfield ist auch ein tolles Motorrad. Sieht wunderschön aus, macht tierischen Spaß. Ist halt auch vom Sound her klasse. So ein richtig 50er, 60er Jahre Style Motorrad. Da braucht man auch die Leistung nicht. Da tuckert man halt so auch über Landstraßen und es macht tierisch Spaß. Aber mit der Vespa kann man wirklich alles machen. Im Stadtverkehr, über Landstraßen, man kann damit verreisen und das mit einer unheimlichen Leichtigkeit und in der Regel auch einer guten Zuverlässigkeit. Ich hatte da jetzt auf Touren auch noch keine Pannen oder sowas. Ja, und hier ist gleich wieder Natur, 5 Minuten raus aus Berlin und man denkt wirklich, man ist auf dem Land. Dabei befinden wir uns gerade mal so zwischen Berlin und Potsdam.
Hier rechts schon der erste See. Wunderschön. Und eine Ruhe hier draußen, eine Luft so im Wald. Hammer. Ja, und das ist eine schöne Strecke hier. Wäre natürlich jetzt noch ein bisschen schöner, wenn die Bäume schon Laub tragen würden, aber jetzt Ende März, Anfang April noch ein bisschen früh. Ja, und jetzt geht auch langsam die Testsaison wieder los. Ich will ja dieses Jahr noch einiges an Scootern testen und dann demnächst natürlich auch wieder reisen. Wobei ich jetzt im Augenblick noch nicht genau weiß, womit ich fahre. Das ist das Problem, wenn man mehrere Fahrzeuge hat, ob mit Motorrad oder mit der Vespa oder mit ganz was anderem, keine Ahnung. Das müsste jetzt der Sarkroer See sein. Und das ist das Schöne an Berlin, wir haben so viele Seen in und um Berlin. Alles Naherholungsgebiete, wo man dann mal Ausflüge hin machen kann. In vielen Seen kann man auch schwimmen. So, hier geht es jetzt zum Glienicker See. Auch eine schöne Ecke, wo man am Wochenende mal gut chillen kann. Im Sommer natürlich extrem voll hier, wie alles in Berlin. Aber ein schöner Badesee. Hier rechts ist schon ein Strand. Da vorne kommen auch noch welche. Und da werde ich vielleicht kurz mal ein bisschen Pause machen, was trinken. So, lecker Eis gegessen. Vespa ist ein bisschen sauber gemacht. Alles wieder schicki. Ja, und jetzt langsam will ich die Tour für heute beenden. Bin auch schon wieder über 2 Stunden unterwegs. Das reicht jetzt. Nach meinen 5 Stunden gestern auf dem Motorrad werde ich es heute mal ein bisschen ruhiger angehen lassen. Ja, ich hoffe, ihr wart auch ein bisschen draußen, habt das Wetter genossen. Nächste Woche soll es schon wieder regnen. War nur eine kurze Freude. Aber zumindest schon mal ein guter Vorgeschmack auf das, was die Saison kommt. Ich hoffe, das kurze Video hat euch gefallen. Wenn ja, freue ich mich über jeden Daumen nach oben. Und wenn ihr es noch nicht gemacht habt, gerne den Kanal abonnieren. Dann bleibt ihr immer auf dem Laufenden, was es für Videos gibt. Und wenn ihr fahrt, fahrt vorsichtig. Wir sehen uns beim nächsten Video. Macht's gut. Bis dann. Ciao.